In Gedanken an die über 82 Opfer des Serienmörder Michail Popkov. Willkommen meine laktosenintolerante Zuschauer, mein Name ist Abraum Okkult. In der Geschichte Russlands sind schon einige kranke Personen ans Tageslicht gelangt, aber der nächste Serienmörder toppt leider so einiges. Denn ihr habt euch entschieden, es wird wieder Zeit für gruselige Recherchen. Michail Popkov ist der sibirische Werwolf. 82 Frauen hat er brutal ermordet. Die Protokolle der Ermittler zeigen die kranke Welt eines vorbildlichen Polizisten und Familienvaters, der 18 Jahre lang nachts Frauen zerstückelte. Aber bevor wir anfangen, jetzt erscheint die Infoblase. Wählt das nächste Thema aus, was ihr sehen möchtet. Wir fangen an. Er gilt als der schlimmste Serienkiller in der russischen Geschichte. Bisher führte Andrei Chikatilo die Rangliste mit 53 Morden an. Der auch als Werwolf in die russische Kriminalgeschichte eingegangene Popkov begann seine Mordserie, die er eine legitime Säuberungsaktion der Straßen von Prostituierten nannte, 1992. Erst 2010 konnte er nach jahrelanger polizeilicher Detektivarbeit gefasst werden. Die Opfer waren solche Frauen, die nachts ohne Begleitung von Männern unterwegs waren, mit einer gewissen Absicht. Sie waren unvorsichtig, sie hatten keine Angst, mit mir zu sprechen, in mein Auto zu steigen und dann mitzufahren. Sie suchten an Abenteuer und Unterhaltung, sie waren bereit, Alkohol zu trinken und Geschlechtsverkehr mit mir zu haben. Nicht alle Frauen wurden meine Opfer, aber bei denen mit einem bestimmten negativen Benehmen spürte ich das Verlangen, sie zu belehren und zu bestrafen. Die Frauen mussten nach Aussage der russischen Ermittler unsägliches Leid ertragen. Popkov hielt nach jungen Frauen Ausschau, die aus Diskotheken und Bars kamen, und bot ihnen an, sie heimzufahren. Doch stattdessen brachte er sie an geheime Orte, vergewaltigte sie und messelte sie brutal nieder. Einigen seiner Opfer riss er das Herz heraus, andere köpfte er. Als Mordwerkzeug verwendete er Äxte, Schraubenzieher und Messer. Anfangs tötete er nur in seiner Heimatstadt Angst, später in der gesamten Region von Irkutsk in Zentralsibirien. Die Anschuldigungen, die ihm den Namen Werwolf eingetragen haben, wies Popkov nämlich zurück. Ich habe nie ein Seil benutzt, um jemanden zu erwürgen, und ich habe auch keine Schusswaffe. Ich habe nicht das Herz der Opfer herausgeschnitten. Michail Popkov hatte auch nicht aufgehört zu morden, als er im Jahre 2000 impotent wurde. Die Impotenz war eine Folge einer Infektion mit Geschlechtskrankheiten von einer seiner Opfer. Die Ermittler glauben zwar, dass die nun ermittelten 82 Opfer tatsächlich alle Taten des Mörders sind. Es ist gut möglich, dass er weitere Taten entlang der 3000 Kilometer langen Route verübt hat, doch bislang gibt es keine Anzeichen von Opfern außerhalb seiner Heimatregion. Popkov sagte den Ermittlern, er sei im Jahr 2000 nur erwischt worden, weil er die Bedeutung der DNA-Analyse nicht berücksichtigt hatte. Ich konnte die Untersuchung der DNA nicht vorhersehen. Ich bin in einem anderen Jahrhundert geboren worden. Nun gibt es diese modernen Methoden, Technologien, aber damals gab es sie noch nicht. Wenn wir das heutige Niveau der gentechnischen Untersuchungen nicht hätten, dann würde ich jetzt nicht vor Ihnen sitzen. Popkov Ex-Frau Elena und seine Tochter Ekaterina weigerten sich lange zu glauben, dass der Ehemann und Vater ein Massenmörder sein könnte. Seit dem Gerichtsprozess 2015 seien sie in einer anderen Stadt gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Am Ende angelangt dürft ihr etwas Gutes nicht vergessen. In Russland ist das Gefängnis kein Ort, wo man seine Zeit absitzt. Und besonders Popkov wird dort sehr, sehr harte Mitgefangenen kennenlernen. Bis zum nächsten Mal, euer Abraum Okkult.